Bei vielen heißt ja schon, geh mir weg mit agil. Als ich meinem Mann gesagt habe, wir benutzen ABCDE, da hat er mit den Augen gerollt und hat gedacht, ja, aber das ist doch für Traumamanagement. Ich so, ja, ich glaube, wir haben aber teilweise ein agiles Trauma. Ja, genau. Als Wissenschaftler wissen wir geben eine Sache rein und versuchen alle anderen Sachen konstant zu halten, um erstmal zu gucken, welche Wirkung hat es denn. Wir nennen das jetzt wirkungsvolles Arbeiten oder lernende Organisation oder New Work oder welcher Begriff dann auch auf einmal genutzt wird, um genau die gleichen Dinge zu verpacken, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor und habe euch eine Folge von der OOP 2026 in München mitgebracht. Bei mir zu Gast war Miriam Sasse und mit ihr habe ich mich über den Patienten Agilität unterhalten. Ist Agilität wirklich tot oder liegt sie im Sterben? Und wenn ja, mit welchen Mitteln der Notfallmedizin könnten wir denn das Ganze wiederbeleben und in richtige Bahnen lenken? Miriam hat da spannende Metaphern gefunden, die uns helfen können, unsere Prozesse ein bisschen besser zu verstehen und auch zu heilen. Aber hört selbst rein. Viel Spaß bei der Folge. Ach so, und Miriam verlost hier auch 5 Exemplare von ihrem Buch. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Hallo Miriam, schön, dass du da bist. Hallo Richie, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und hier bist auf der OOP 2026 in München. Ist gerade reingeschneit hier. Also, auf den Punkt gelandet hier zum Interview. Ja, sehr fein. Genau. Ja. Du hast ein spannendes Thema, auch dieses Jahr auf der Konferenz als Vortrag, zusammen mit einem Kollegen oder Bekannten. Genau, mit Peter Schnell. Ja, und ich habe das so im Abstract gelesen und gedacht, oh ja, also im Prinzip der Kern, was mich so angesprochen hat, so, ist denn Agilität jetzt tot oder Ja. Wo leben wir da gerade in der Zeit? Ja. Viele sind frustriert und was können wir da machen? Und da müssen wir uns einfach mal unterhalten. Absolut. Ja. Absolut, du liest es überall. Ja. Also egal, ne, LinkedIn, Instagram, überall kommt, Agilität, da wird ja gar nichts mehr gemacht, da kommt ja nichts mehr. Ne? Wir sprechen jetzt von Postagilität und Agilität ist tot. Ich weiß nicht, wie viele Vorträge da auf jeder Konferenz eingereicht werden, aber es sind einige zu diesen Themen. Und Peter und ich haben uns überlegt, was ist da eigentlich dran? Ja. Und wenn sie kurz davor ist, lohnt sich noch eine Reanimation. Ja. Ich meine, das ist ja schon in die Jahre gekommen. Ne? Was haben wir jetzt vor 22, 23 Jahre jetzt das Thema? Oder 2001 ging es los, ne? So richtig. Ne? Ja, so richtig ging es los. Ne? Ja. Einer unserer Gedanken war, vor 2001 gab es da diese Form des Arbeitens noch gar nicht. Nein. Ja. Ne, das heißt, also so wirklich Geburtsstätte UTA in 2001, die können wir nicht wirklich sagen, weil wir finden ja die Arbeitsform der Agilität schon weit im Voraus und wenn wir uns Lean genauer angucken, ist da auch ein bisschen Agilität drin. Ne? Man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, so selbst die Ägypter haben Dinge gemacht, die eines crossfunktionalen Teams mit iterativer Arbeit nahe kommen. Ja? So, jetzt ist die Frage, läuft das aus? Ja. Nein. Okay. Ja. Die Frage ist, ob die ganzen Aktivitäten rund um Agilität und so wie wir es benennen, bei uns am Arbeitsplatz irgendwie sterben, ne? Oder kränkeln. Ja. Und da haben wir gesagt, wenn irgendwas kränkelt oder sagen wir mal, wenn wir jetzt die Agilität wirklich vor den Baum gefahren haben, was passiert denn dann? Ja. Und dann habe ich an meinen Ehemann gedacht, denn der ist Notfallsanitäter. Dann habe ich gesagt, mein Mann würde jetzt sagen, da gucken wir mal auf die Schemata des Rettungsdienstes und gucken, in welcher Stufe befinden wir uns denn da und was müssen wir für Maßnahmen ergreifen und wie müssen wir reanimieren. Ja. Und dann hat Peter gesagt, da käme ich auch ein bisschen aus. Und das ist eine super Sache. Komm, wir gucken da mal genauer drauf. Können wir das übertragen auf unsere stark traumatisierte Agilität? Ja. Sehr gut. Da schauen wir gleich drauf. Aber was sind denn so die Indikatoren, wo du sagst, heute, da merkst du auch, das funktioniert in Unternehmen einfach nicht mehr oder gar nicht? Wir merken, dass
jetzt gerade viele Unternehmen in eine kritische Situation kommen. Die Weltwirtschaftslage ist stark angespannt, Gelder sitzen nicht mehr so locker, man hat sich vielleicht auch schon viele Jahre mit Agilität beschäftigt, dann fängt man an zu zweifeln, ne? Und da kommen die ein oder anderen in so einen Überlebensmodus rein. Und in diesem Überlebensmodus fangen die an, alte, bekannte Muster wieder anzugreifen. Also wir kennen das von uns Menschen, wenn wir irgendwie in einer kritischen, angespannten Situation sind, dann handeln wir gerne so, wie wir immer handeln, ne, und fallen in alte Muster, in alte Verhaltensweisen wieder zurück und machen das so wie früher. Ne? Haben wir schon immer so gemacht. Und das haben wir festgestellt in vielen Unternehmen. Also Peter ist als Berater sehr viel unterwegs. Ich habe auch mal größere, mal kleinere Kunden für größere oder kleinere Projekte. Und in irgendeiner Form findet man es immer. Wenn es kritisch wird, dann sagt man, na, das machen wir so wie damals, wo es geklappt hat. Ne, da können wir uns drauf verlassen. Und das ist nicht immer das agile Arbeiten. Ne, da führt es bei den Führungskräften oft zu einer Arbeitsweise, die eher kontrollierend ist, die eher direkt mit Mikromanagement bestückt, sagen wir es mal so, ne, dann schon in eine falsche Richtung läuft. Und wir müssen uns überlegen, können wir da rechtzeitig Stopp sagen und so einen Moment des Nachdenkens erzeugen, wo wir innehalten und sagen, oh nee, wir fallen in alte Muster zurück, jetzt müssen wir so einen Cut machen und uns wieder den agilen Arbeitsformen bewusst werden. Oder ist das genau der Moment, wo wir sagen, passen ja agile Formen eigentlich? Ne? Oder ist es vielleicht dann doch das klassische Projektmanagement, das stark gesteuerte? Weil auch das gibt es ja in unterschiedlichsten Branchen immer noch. Ne? Und ich glaube, jetzt gerade werden wir uns dessen viel bewusster, dass viele Firmen einfach mit so einer großen Gießkanne überall Agilität ausgerollt haben, weil es einfach so populär war und so in Mode war, kann man ja wirklich nicht anders sagen. Und jetzt geht man aber viel bewusster dran und schaut nochmal, wo genau brauchen wir agile Arbeitsformen und wo sollten wir vielleicht ähnlich wie im öffentlichen Dienst, also viele, die in kritischen Situationen handeln, wie mein Mann, der im Rettungsdienst unterwegs ist, die würden niemals so agil arbeiten, sondern die sind sich ihrer Schemata und klaren Regularien und Vorgaben bewusst und sagen, genau diese klare Regel, diese klare Vorgabe erlaubt es uns in dieser kritischen Situation handlungsfähig zu bleiben. Und ich glaube, da werden wir jetzt gerade viel bewusster. Naja, ja, es ist sehr spannend, dass du sagst, weil es klingt ja so, als ob dann, also gerade in so einer Notsituation, wenn ich dann quasi zurückgehe jetzt als Unternehmen auf mein Micromanagement und was weiß ich, Command and Control oder sonst irgendwas, was ich da so mache, dann heißt ja, dass ja auch irgendwie das agile Arbeiten nicht zur DNA geworden ist, ne? Weil sonst wäre das ja keine Frage. Dann würde ich ja dann versuchen, einfach mit diesen Methodiken weiterzuarbeiten, sondern dass vielleicht eher ein bisschen Schauspiel war oder über den Punkt oder zumindest Teile davon. Ne? Also ich glaube, bei ein paar Firmen ist es zur DNA geworden. Ich sage mal gerne so die Digital Natives, ne? Die Born Digital Firmen, wie man auch immer sie nennen möchte. Da gehe ich auch hin. Ich weiß noch damals für das Buch Agile Short Stories haben wir gefragt, so, ja, wir sammeln Geschichten, wie ihr zur Agilität gekommen seid. Und dann war ich bei einem der großen Cloud-Dienstleistern und die haben dann gesagt so, ja, wie denn sonst? Ja. Also wir verstehen deine Fragen gar nicht und wie wir zur Agilität gekommen sind. So, das ist doch gesetzt und warum denn anders und wie denn anders? Konnten mir keine Story nennen, weil sie sagten, das ist unsere DNA. Also wir haben nie anders gearbeitet. Von solchen Firmen sprechen wir da natürlich nicht. Die werden auch weiterhin agil arbeiten. Das ist zu deren DNA geworden und deren Überlebensstrategien sind agil. Die können das ja meistens auch gar nicht benennen, wie du sagst. Ich habe die Erfahrung auch gemacht in San Francisco, da war ich bei ein paar Startups und dann mit denen so, die wussten gar nicht mit diesem Begriff Agilität was anzufangen, haben das aber par excellence gelebt. Ne? Ja. Und das fand ich ganz, ganz angenehm. Weil wir machen dann immer so ein Thema da draus, ne? Aber wenn es in der DNA ist, ist es... Ja, genau. Und dann ist die Frage, warum ist es bei denen nicht in der DNA? Und die Frage dann ist berechtigt, weil wenn in deren Überlebensmechanismen sich bisher nicht automatisch ein solcher Arbeitsstil eingelebt hat, dann hat das ja einen Grund.
Und ja, da muss man schon so ein bisschen Organisationsentwickler, Organisationsdesigner sein, um zu verstehen, wie sind deren Spielregeln, deren Strukturen, wo kommen die her, was haben die für eine Mentalität. Und manchmal ist das agile Arbeit noch total inkongruent mit allem anderen. Und deshalb klatscht es ja so, ne? 2 Welten aneinander. Da ist natürlich umso schwerer in kritischen Situationen so etwas, was man mit viel, viel Kraft eingeführt hat, dann noch beizubehalten. Ja. Okay, jetzt liegt die Agilität hier auf der Bahre, röchelt noch so leicht. Und was machen wir jetzt? Also wie können wir jetzt eine Diagnose stellen, ob da noch was zu machen ist? Also Peter Schnell und ich, wir haben auf verschiedenste Schemata aus dem Rettungsdienst geguckt. Und 2, die ich auch von meinem Mann her kenne, sind Ampel und ABCDE. Ampel benutzt man so, um erstmal zu gucken, was haben wir hier überhaupt. Also das muss jetzt keine lebenskritische Situation sein. Ne? Man guckt erstmal da drauf, okay, wir haben hier jemanden, der kränkelt rum, ne? Mal mehr, mal weniger krank. Erste Überlegung ist, okay, kann es eine Allergie sein? Allergischer Schock, ne? Bienenstiche, ne? Irgendwelche anderen Sachen, Erdnussallergie oder so. Hat viele Auslöser. Aber könnte es eine Allergie sein? Also reagiert unser Unternehmen, unsere Teams gerade auf irgendeine Allergie? Darf man das Wort Agilität zum Beispiel, darf man das noch benennen? Ja. Ne? Bei vielen heißt ja schon, oh, geh mir weg mit agil. Also das Wort agil dürfen wir nicht mehr nehmen. Wir nennen das jetzt wirkungsvolles Arbeiten oder lernende Organisation oder New Work oder welcher Begriff dann auch auf einmal genutzt wird, um genau die gleichen Dinge zu verpacken. Ne? Also Allergie. Ja. Und dann bei Ampel geht es dann weiter mit Medikamente. Also was waren denn so die agilen Medikamente, die ihr zuletzt verabreicht habt? Ne? Also dann gibt es welche so, ja, letzter Schuss war dann, wir machen dann noch eben ein bisschen Spotify. Und jetzt haben wir zuletzt dann noch OKR eingeführt und wir hatten letztens dann noch 5 Agile Coaches. Also was waren die letzten Medikamente, die verabreicht wurden? Amp, dann kommt P. Was ist denn die ganze Story? Die Vorgeschichte. P steht für Patientenvorgeschichte. Ne? Ja, war schon immer krank und hatte schon immer irgendwelche Leiden. Ne? Und vor so und so vielen Jahren schweren Unfall. Ja, was ist das übertragen aufs Unternehmen? Ne? Steckt das schon in der Krise und ist seit Jahren am Kämpfen. Ne? P, dann kommt E. Was waren jetzt die Ereignisse, die letzten Ereignisse, warum du angerufen hast? Also manchmal passiert ja so ein Workshop oder ein Geschäftsführerwechsel oder so, wo dann auf einmal merkst, okay, jetzt sprechen wir überhaupt nicht mehr über Agilität. Ne? Diese Ereignisse mal immer ganz klar zu benennen und dann kommt L. L ist letzte Mahlzeit, letzter Energieeinwurf. Also wer steckt denn noch Energie ins Ganze? Wer befüttert das Ganze denn noch? Ne? Also das kann jetzt zum Beispiel das Letzte, ne? Also wenn jetzt jemand gerade eben erst einen großen Teller Nudeln gegessen hat, dann kannst du auch manche Medikamente nicht mehr verabreichen, weil dann wird er sich übergeben. Und genauso ist das bei der Agilität ja auch. Also wenn gerade super viel Energie aufgewendet wurde, um gerade in den letzten Monaten noch OKR und was weiß ich einzuführen und du kommst jetzt da rein in dieses Team und sagst, ja, dann führen wir doch noch mal 5 andere Sachen ein, dann übergeben die sich. Dann sagen die, wie sollen wir das jetzt alle verdauen? Das ist doch alles viel zu viel. Ne? Und das fand ich, siehst du, ich habe es jetzt gerade übertragen, fand ich total inspirierend, weil ich sagte, ja, bevor ich in einem Unternehmen reingehe, sei es jetzt als Agile Coach oder als Beraterin, da muss ich erstmal diese Fragen stellen, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen wir jetzt und womit kann ich dienen. Ja. Ne, das ist das erste Schema. Ja, das ist total spannend. Also finde ich echt einen guten Ansatz, mal drauf zu schauen, was ist denn da eigentlich schon passiert. Ne? Weil mir kommt auch vor, dass sehr häufig die Unternehmen auch komplett überfordert sind. Ne? Also kommt dann immer irgendwer von einer Konferenz zurück oder so und sagt, ich habe was Neues, wir machen jetzt OKR oder sowas, ja, oder wir machen jetzt nur mehr noch mehr Retros oder sowas und alle rollen mit den Augen, weil die schon nicht mehr zurechtkommen mit den ganzen. Ne? Absolut. Ja. Absolut. Ja, schön. Ja. Ja. Das zweite Schemata ist dann ja dieses ABCDE. Ja. Und als ich meinem Mann gesagt habe, wir benutzen ABCDE, da hat er mit den Augen gerollt und hat gedacht, ja, aber das ist doch für Traumamanagement. Ich so, ja, ich glaube, wir haben aber teilweise ein agiles Trauma. Ja, genau. Und er so, ja, wenn du das denn meinst. Er kennt sich natürlich jetzt nicht so als Notfallsanitäter mit meinen Arbeitsumgebungen aus, aber ich fand das schon mit einem gewissen Zwinkern, aber trotzdem sehr zum Nachdenken anregend. ABCDE.
fängt an, wenn jetzt jemand wirklich mit mehreren Verletzungen, Blutungen und so weiter, Brüchen vor dir liegt, gehst du diese Schemata durch und das Erste, wo du sagst, oh, hier haben wir ein Problem, wird sofort behandelt, weil die sind nach Priorität sortiert. Also A von ABCDE steht für Airway, also kann derjenige überhaupt atmen? Kriegt er überhaupt noch Luft? Wäre jetzt bei uns sowas wie, ja, darf man überhaupt noch reden? Darf man noch sprechen? Ne? Darf man noch meckern? Darf man noch in der Retro die freie Meinung äußern? So, dann, wenn das nämlich nicht funktioniert, dann ist das der erste Punkt, den man behandeln muss. Dann braucht man gar nicht weitergehen. Ja. Das B steht für Breathing. Also ja, der atmet, aber atmet er denn in einem gewissen Takt, in einem gewissen Flow? Und da sind wir auch schon beim Thema. Also gibt es noch agile Taktung? Gibt es Iteratives? Ist noch alles im Flow? Oder haben wir überall Engpässe? Ne? Also wenn der Luftweg des Menschen versperrt ist, weil dem steckt was im Halse fest, in der Luftröhre fest, ne? Da musst du da als erstes rangehen, brauchst du gar nicht weiter gucken. Also sprich, gucken wir mal auf Engpässe. Und dann kommt A, B, C. C steht für Circulation, ist alles noch im Fluss. Da spreche ich über Kommunikationswege. Wer spricht mit wem, wer entscheidet was, wer hat welche Befugnisse. Und wenn so ein Team komplett abgeschnitten ist und eigentlich nur noch über die bestimmt wird und überhaupt keine richtigen Kommunikationen zu anderen Teams, zu Führungskräften stattfindet, wissen wir das Problem, kümmern wir uns erstmal darum. Ne? Und das ist halt A, B, C. Und dann kommst du zu D. D ist Disability, also irgendwas funktioniert nicht, irgendwas geht jetzt hier nicht weiter. Da ist so ein bisschen die Frage, was steckt eigentlich dahinter, was jetzt die Leute vielleicht auch beeinflussen könnte. Sei es jetzt irgendwie die Werte oder das Verhalten, was nicht mehr passt, die Methoden, die gerade nicht passen, ne, dass irgendwas nicht bewegt werden kann. Ne? Also es gibt einen Bruch oder eine Blutung oder irgendwie was man dann so feststellt, auch durch genaueres Betasten des Körpers, so in der Medizin, wäre das dann der Punkt, wo man mal genauer hinguckt. Und dann E ist Environment, also das Umfeld, und man schaut, okay, also hier in diesem Kontext, bei dem Team, mit dem Schutzraum, funktioniert es vielleicht. Warum funktioniert es jetzt irgendwie im großen Ganzen nicht? Und dann liegt es oft am Umfeld, dass man mal guckt, wie sind die anderen Teams unterwegs, wie ist das Unternehmen drauf, also haben die den guten Schutzraum oder kann dieser geschützte Raum fürs agile Arbeiten gar nicht mehr gehalten werden? Und ja, wenn ich bis dahin gekommen bin, dann kann ich aber sagen, okay, der Mensch ist zu retten. Ja, ne? Kann man noch was machen. Ne? Das Traumata, ja. Das kriegen wir in den Griff. Ne? Ja. Also da müssen wir halt gucken, dass dieser Schutzraum wieder aufgebaut wird, dass der Kontakt wieder, dass wir den Patienten in ein besseres Umfeld bringen, wo er dann vielleicht auch von außen die Unterstützung bekommt, vielleicht auch eine unterstützte Beatmung oder die Medikamente bekommt, dass das wieder ins Laufen geht. Ja, sehr spannend. Also es klingt nach Hoffnung, ne? Ja. Also es ist noch nicht so ganz tot, ne? Nee. Und ich glaube, es gibt so viele, wo man sagt, okay, beim Ampel oder beim ABCDE-Schema, da sind wir ganz vorne und merken schon, die Atmung funktioniert nicht mal mehr. Und 3 Tage später hüpft derjenige wieder mit dem Kind auf dem Spielplatz. Also da ist manchmal auch viel mit kleinsten Sachen zu machen und genau da wieder hinzugucken und das vielleicht auch, ich glaube, dieser abstrakte Gedanke auf diese Metaphern helfen uns oft, den genügend Abstand zu bekommen, um die Dinge dann doch anzugehen und uns nicht dessen einfach so hinzugeben. Ja, ich finde das total spannend, weil da sind auch einige Sachen drinnen, die ich auch immer wieder entdecke, wenn ich in Unternehmen komme, dass man ja immer versucht, so unseren Additive Bias was dazuzugeben, um es besser zu machen. Ne? Manchmal ist es aber auch gut, was wegzunehmen. Ne? Vielleicht mache ich weniger von diesen Meetings, ne? Vielleicht mache ich die kürzer oder ein bisschen entspannter das Ganze und nicht noch eine Methode drauf, nicht noch eines, was dann wieder was heilen soll, sondern mal ein bisschen zu reduzieren, ne? Und in der Einfachheit zu schauen, okay, dass der wieder atmen kann. Ne? Ja, absolut. Ja. Also ich bin ja von Haus aus so ein bisschen Wissenschaftlerin, ne? Maschinenbau ja studiert und lange an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Dann gucke ich immer gerne drauf und sage, als Wissenschaftler wissen wir geben eine Sache rein
und versuchen, alle anderen Sachen konstant zu halten, um erstmal zu gucken, welche Wirkung hat es denn. Genau. Und im Unternehmen denke ich dann oft, wir geben noch eine Sache rein und noch eine Sache und dann geben wir noch was rein und noch was rein, wo ich dann denke, ja, ich weiß doch überhaupt nicht, was davon jetzt gewirkt hat oder was davon eben nicht gewirkt hat und welche Wechselwirkungen es gibt. Ne? Also auch als Mediziner würde ich ja nicht alle Medikamente gleichzeitig verabreichen, weil ich dann gar nicht wüsste, was hat jetzt wie gewirkt und mit welcher Wechselwirkung habe ich jetzt hier zu rechnen. Und ich glaube, da brauchen wir auch an manchen Stellen einfach viel mehr Geduld. Und einfach wirklich, gerade auch im Management, ne, da läuft jetzt was nicht und dann nicht zu sagen, so, das muss jetzt aber gleich nächste Woche alles funktionieren. Nein, ein Gesundungsprozess braucht Zeit. Ne? Wenn man sich eine Schulter verletzt hat, braucht man vielleicht auch ein ganzes Jahr, bis man die wieder voll bewegen kann. So, und genauso sollte man sich auch bei einer kränkelnden Agilität oder stark verwundeten Agilität auch vielleicht ein ganzes Jahr nehmen und wirklich eine Maßnahme nach der anderen und mit viel Zeit und Reha ja, genau. Sehr schön. Hergehen. Also es gibt echt was her, die Metaphern, finde ich mal einen gesunden Blick da drauf, ja. auf den Patienten Agilität, finde ich ganz toll. Ja. Miriam, vielen lieben Dank, dass du hier diese Metapher reingebracht hast. Also diese Metaphern, ich finde, da kann man echt gut damit arbeiten, auch bei sich selbst zu schauen, mal im Team, im Unternehmen, an welchen Ecken hapert es denn, um dann dort auch einmal entsprechend ranzugehen. Finde ich super inspirierend und ich glaube, da kann man sich viel rausziehen. Ich danke dir schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß bei der OOP und bei deinem Vortrag, bei eurem Vortrag, dass da viele Fragen kommen. Ja, und Austausch. Also ich finde, es lädt ja ein, sich dann doch mal über die eigene Situation am Arbeitsplatz und die Agilität auszutauschen. Und da freue ich mich immer. Genau, das wollen wir hier natürlich auch forcieren. Das heißt, wir werden auch deine Kontaktdaten in die Shownotes packen. Super. Es gibt Social-Media-Posts, da kann man drunter diskutieren, kann man seine Meinung dazugeben und dann auch da in den Austausch kommen. Das wollen wir natürlich auch fördern. Gerne. Super. Danke dir. Mach's gut. Ne? Mach's gut.